Es geschahen während dieser Anfangs- und Aufbauzeit wunderbare Heilungen durch die Aufnahme des Heilstroms. Das war Motivation, in den Bemühungen nicht nachzulassen. Es war und ist bis heute ein Dienst im Zeichen der Nächstenliebe und des Mitgefühls mit den Menschen, die wirklich Hilfe suchen. Guten Tag, mein Name ist Dieter Häusler. Ich stehe für den Bruno Gröning Freundeskreis, einer der weltweit größten Vereinigungen für Heilung auf geistigem Wege. In diesem Jahr begehen wir unser 40-jähriges Gründungsjubiläum. In der letzten Folge habe ich Ihnen über die Vorgeschichte des Bruno Gröning Freundeskreises berichtet. Nun geht es um die Aufbauphase des Freundeskreises ab 1979. Die Gründerin des Bruno Gröning Freundeskreises, die österreichische Lehrerin Grete Häusler, erlebt 1950 bei einem Vortrag Grönings Heilung von 3 unheilbaren Krankheiten. In der Folgezeit baut sie in Österreich viele Gemeinschaften auf und engagiert sich auch in den 70er Jahren in dem noch zu Lebzeiten Grönings gegründeten Verein. Doch 1979 kommt es zum Bruch. Der Vereinsvorstand fordert sie auf, ihre Aufgaben niederzulegen. Von einem Tag zum anderen ist sie von allem abgeschnitten, was ihr das Liebste ist. Doch sie entscheidet sich weiterzumachen. Und ich habe angefangen, Stück um Stück. Und eines Tages bekam ich so im Herzen das Wort, die Seele werden sich noch füllen. Und ich habe einfach geglaubt. Ich habe einfach geglaubt. Das waren alles Wohnzimmergeschichten. Das war nie im Hotel oder so. Wir sind immer ins Wohnzimmer, Krankenbetten gefahren, Hausbesuche einzeln. Das waren alles immer nur ganz, ganz persönliche Einzelgeschichten. Und das war Basisarbeit Nummer 1. Das war die Arbeit am einzelnen Menschen, die sie damals wirklich gemacht hat und aus der Liebe heraus den Menschen zu helfen. In diesem Jahr ging es meiner Mutter um die Frage, aufhören oder neu anfangen. Sie hat neu angefangen mit einer Handvoll Freunden, die sie ganz unterstützten. Sie gründete Gemeinschaften in München, in Hamburg, in Köln und einigen anderen Städten. Unermüdlich war sie unterwegs und betreute die Freunde. Alle 3 Wochen fuhr sie nach Hamburg, nach Lübeck und Bremen, am darauffolgenden Wochenende nach München und Stuttgart und am 3. Wochenende leitete sie die Gemeinschaften im Kölner Raum. 2-mal im Jahr lud sie dann alle Freunde zu Tagungen ein, die anfangs bei uns zu Hause im Wohnzimmer stattfanden. Da waren es gerade mal einige Dutzend Freunde, die zu Gast da waren. Aber, und das bestätigte die richtige Entscheidung, es geschahen während dieser Anfangs- und Aufbauzeit wunderbare Heilungen durch die Aufnahme des Heilstroms. Das war Motivation, in den Bemühungen nicht nachzulassen. Es war und ist bis heute ein Dienst im Zeichen der Nächstenliebe und des Mitgefühls mit den Menschen, die wirklich Hilfe suchen. Dann ergaben sich die ersten Gelegenheiten und meine Mutter gründete auch im benachbarten Ausland die ersten Gemeinschaften. Zuerst ging es nach Österreich, dann in die Schweiz und nach Frankreich. Und hier waren es 2, 3, manchmal nur eine Handvoll Freunde. Aber keiner wurde sich selbst überlassen. Alle wurden sie betreut und die meisten erlebten Hilfen und Heilungen. Dann sind wir bis nach Südtirol runter und haben da die Einführung gemacht. Das war manchmal nur eine einzige Familie. Also die Anfänge waren schon mühsam. Und da habe ich auch diese Durchschlagskraft von meiner Schwiegermutter sehr bewundert, die eben da alles in Bewegung gesetzt hat, um jeden Hilferuf gerecht zu werden. Egal wo es war, sie ist überall hingefahren. Und wenn es ein ganzes Wochenende gebraucht hat, dann war es ihr das wert. Alle 6 Wochen unternimmt Grete Häusler diese aufwendigen Fahrten. Doch die Zahl der Freunde vor Ort steigt kaum. Während der Freundeskreis in Deutschland Mitte der 80er Jahre bereits über 700 Freunde umfasst, kommen in Österreich und der Schweiz kaum neue hinzu. Zwar erleben auch hier die Freunde Hilfen und Heilungen, aber nach wie vor sitzt Grete Häusler mit ihren Begleitern in den gleichen Wohnzimmern und Küchen. Aber die Frau Häusler hat das Gefühl gehabt, einfach durchhalten und weitermachen. Und es hat sich letztendlich bewährt. Nach und nach sind immer mehr Interessierte und Freunde dazugekommen. Und der Kreis wurde dann immer größer.
Sind es in den 80er Jahren nur einzelne Freunde, die sich in Österreich zu Gemeinschaftsstunden treffen, so gibt es 2006 allein in Wien bereits über 20 Gemeinschaften. Auch Tagungen werden in der österreichischen Hauptstadt durchgeführt. Doch ganz gleich, ob viele Freunde oder wenige, über all die Jahre geschehen immer wieder ganz erstaunliche Heilungen. Es dauerte Jahre, bis wir 100 Freunde, 1000 und dann sogar noch mehr wurden. Bruno Gröning hatte einmal gesagt, ich bin für alle Menschen gekommen, egal welcher Religion, egal welcher Nation. Heute gibt es weltweit in fast 130 Ländern Gemeinschaften. Die Webseite des Freundeskreises ist in 29 Sprachen aufgeschaltet und die Bücher über Bruno Gröning und seine Lehre werden bereits in 54 Sprachen übersetzt. Der Bruno Gröning Freundeskreis ist bemüht, das Werk Bruno Grönings so fortzuführen, wie es sich Bruno Gröning zu seinen Lebzeiten gewünscht hatte. In der nächsten Folge werde ich Ihnen etwas über die Arbeit der medizinisch-wissenschaftlichen Fachgruppe des Bruno Gröning Freundeskreises berichten. Und ich freue mich schon darauf, wenn Sie auf unserem YouTube-Kanal wieder dabei sind. Wenn Sie keine Folge unseres Kanals verpassen wollen, abonnieren Sie den Kanal und setzen Sie einen Hochdaumen. Bis dahin wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen alles erdenklich Gute. Ihr Dieter Häusler.